Kommen wir zur Runde 6. Haikyuu. Haikyuu, okay. Haikyuu hast du gesehen am Anfang, oder? Ein bisschen so. Ich habe nur hin und wieder ein paar Szenen von meinem Bruder gesehen. Ich habe nicht mal die erste Folge gesehen. Hier geht es nicht um Appearance. Hier geht es um Charakter. Deswegen lese ich dir für jede Person einen kurzen Text vor. Okay. Kommen wir zuerst zu Tanaka. Tanaka ist laut, hitzköpfig und leicht zu verärgern und daher auch oft in Kämpfe verwickelt. Er ist auch etwas lockerer, was sich in seiner weniger herausragenden Arbeitsmoral in der Schule und seiner üblichen Verspätung beim Training zeigt. Trotz alledem wird gezeigt, dass er sich um seine Teamkollegen kümmert und sie unterstützt und sogar die jüngeren Schüler beschützt. Er hat auch die Tendenz, sein Hemd auszuziehen und es über den Kopf zu drehen, wenn er einen Punkt erzielt. Er scheint zu wissen, was er für manche Menschen ein leichtes Ziel sein kann und viel zu verbessern hat. Aber anstatt sich von diesen Dingen stören zu lassen, wird er durch diese nur motiviert und versucht es weiter, egal was passiert. Aber selbst für Tanaka können die Dinge zu viel sein und alle 6 Monate beginnt er zu glauben, dass er nichts als mittelmäßig ist. Aber er sagt sich, dass so zu denken nur Zeitverschwendung ist. Okay. Kommen wir zu Ukai. Das ist Keishin. Ukai Keishin ist sein voller Name. Keishins Verhalten ist ziemlich typisch für einen Mann in den 20ern. Er raucht und trinkt und ist bereit, mit Minderjährigen beiläufig über Alkohol zu sprechen, mit Begriffen wie ein erstes Schluck Bier, um der Schule eine Volleyballtaktik zu erklären. Er ist ziemlich konkurrenzfähig und hat zugestimmt, Karasuno, so heißt die Schule, nur zu trainieren, um Nekoma, andere Schule, im Trainingsspiel zu schlagen. Ukai wirkt faul und verschroben, verbringt die meiste Zeit bei der Arbeit mit den Beinen auf der Theke Zeitung zu lesen oder Leute auszuschreien, weil sie zu laut sind. Es hat sich jedoch gezeigt, dass er starke Trainerfähigkeiten hat und ein fleißiger Mensch ist. Ukai entschied sich, seinen Arbeitsplan auf eine viel frühere Zeit am Morgen zu verschieben, um die Zeit nachzuholen, die er zum Trainieren von Karasuno aufnimmt. Während der Arbeit würde er Schüler anschreien und darauf hinweisen, dass er gewisse Produkte nicht mehr habe, ohne es ein zweites Mal zu überprüfen. Jedoch hat er auch eine nette Seite, die wie bei der Szene, als er Tanaka, Kageyama und Hinata kostenlose Energieriegel gab. Nishinoya ist eine sehr energetische und temperamentvolle Person. Sein ausgelassenes Wesen und seine verrückte Spielereien können leicht ungewollte Aufmerksamkeit erregen, was ihm oft nicht gut tut. Obwohl er sich kaum Sorgen um die Folgen seines Handels macht und bei bestimmten Gelegenheiten sogar zu Gewalt greift, um seiner Wut Luft zu machen, nimmt er überraschend Rücksicht auf die Gefühle und Unsicherheiten seiner Freunde. Nishinoya kann extrem ungeduldig, aufgeregt und impulsiv sein. Wie Tanaka es ausdrückt, wird er einfach zu aufgeregt, was ihm selbst nicht immer gut tut. Er macht sich nicht die Mühe, seine Worte zu filtern und neigt daher dazu, laut und taktlos herauszuplatzen, was er denkt. Im Spiel ändert sich seine Einstellung jedoch drastisch, da er unglaublich konzentriert und ernst wird, ruhig bleibt und alles in seiner Macht Stehende tut, um sein Team bis zum Ende die Unterstützung zu bieten, die es braucht. Aus diesem Grund respektieren ihn alle im Volleyballverein. Es zeigt sich, dass er unglaublich fleißig ist und übt, bis seine Beine sich nicht mehr bewegen. Obwohl er unzählige Male eine unglaubliche Leistung an Selbstvertrauen und Furchtlosigkeit zeigt, gibt Nishinoya zu, dass er als Kind ein riesiger Angsthase war. Also anfangs war ich so, okay, der kann es nicht sein und dann so, Gibt es schon mal jemanden, wo du dir denkst so, ne. Also jetzt, wo ich alle gehört habe, also die haben alle tolle Eigenschaften, aber auch dann Red Flags. Das darf man nicht vergessen. Exactly. Tendiere ich, also ich bin nicht überzeugt, aber tendiere ich dazu, dass es Keishin vielleicht am wenigsten ist. Also er ist so ein bisschen bodenständig, weil du ja gesagt hast, er kommt immer wieder darauf zurück, dass er eigentlich so, beziehungsweise ist so ein bisschen deprimiert, weil von wegen, er sei ja so mittelständig und so, aber arbeitet fleißig, genauso wie er auch. Und auch dieser Wendepunkt bei ihm seine Red Flag mich aber so ein bisschen echt so verstört hat, wo ich gedacht habe, er wird ja von allen anderen auch respektiert, weil er wiederum auch so fleißig ist und auch so diszipliniert dann in seinem Sport. Bei ihm, also weshalb ich das Gefühl habe, dass es Keishin halt eher nicht sein könnte, ist einfach so diese Motivation, dass er hauptsächlich die anderen schlagen möchte, die andere Schule, was aber auch eigentlich eine geile Motivation ist, aber ich habe nicht irgendwie dann herausgehört, dass abgesehen davon irgendwie irgendwas Gutes noch bei ihm ist, so, to be honest. Also ich denke halt, er ist mit Sicherheit auch fürsorglich, obwohl er eigentlich schon dieses eine Ziel im Kopf hat. Aber reicht das, dachte ich so. Und bei ihm habe ich wiederum sehr viele positive Sachen rausgehört, aber diese Insecurities bei ihm so sind auch so wieder so. Gefällt dir das? Hierbei, ob mir Charakter gefällt oder nicht, ich gehe nicht davon aus, dass ich sie daten würde. Aber mit wem verbinde ich mich emotional am meisten? Okay. Bedeutet jetzt nicht, dass ich jemanden suche, der genauso ist wie ich oder am meisten ist, sondern wen ich einfach interessant finde in der Hinsicht. Nee, dann ist Keishin raus, würde ich sagen.
dann ist er raus, so, weil du bist ein Perfektionisten und wenn er sagt seinen Schülern so von wegen, ja, habe ich nicht, aber er hat es nicht kontrolliert, weißt du, was ich meine? Der ist einfach faul. Interesting. Ich tendiere zwischen dem, er könnte halt interessant sein, aber dass er auch so ein bisschen unkontrolliert ist. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen Upturner ist. Also wie gesagt, nicht unbedingt aufs Dating bezogen, aber halt einfach so menschlich gesehen. Ich würde Tanaka sagen. Bei Tanaka it is? Yes. 100%? Ja. Wow! Exactly. Yes! It is Tanaka. 2 Punkte für Bahana. Du hast es eigentlich schon selber erklärt. Also der Nishinoya ist für mich eher... Also er ist auch sehr interessant und es macht ihn auch sehr attraktiv, dass er echt weitergeht und immer sich an die Grenzen quasi sich stellt. Aber manchmal denke ich mir so, calm down. Calm down. Also es ist immer gut, meiner Meinung nach, dass man pusht und immer versucht weiterzugehen. Aber wenn es dich emotional schon draint, dass du so wütend wirst, wenn irgendwas nicht klappt, dann denke ich mir so, Bei Tanaka fühle ich mich emotional quasi am meisten mit ihm verbunden. Er ist ruhig, er ist aber auch sehr zuverlässig, aber er ist auch sehr crazy mit dem T-Shirt. Ja, stimmt. Das hab ich vergessen. Deswegen, allein als ich diese Zeile schon gelesen habe, war ich so, that's the man. Der sollte dir eigentlich überhaupt gar nichts sagen. Oh, Seraph of the End.